Okay, es hat begonnen. Ich lerne fliegen. In einer Woche ist es soweit, dann werde ich einfach so einen verdammten hohen Flüger in die Luft bringen. Ready for takeoff. Tag 5, Martina lernt fliegen und jetzt geht es wirklich ernst. Also ich habe schon 4 Tage auf dem Simulator verbracht. Ganz sanft landen. Nicht so sanft. Ich bin noch ganz so optimistisch wie noch heute Morgen. Es ist deutlich schwieriger geworden. Ich habe heute viel gelernt schon wieder. Zum Beispiel, dass das die einzige wahre VR-Frisur ist. Man muss sie so auf die Seite tun. Und in diesem Simulator bin ich einfach gestresst. Und der Stressschweiß ist dann stinkig, kann ich euch sagen. Das habe ich gerne gewusst. Ich habe ja immer meinen tollen Ordner dabei. Der ist easy dick. Und jetzt habe ich heute Morgen angefangen. Das hat mir irgendwie nicht alles ausgedruckt. Happy Weekend! Eigentlich schon immer so einen Strich im Himmel gehabt. Und jetzt muss ich zeigen, ob ich es kann. Hey! Guten Morgen. Ja, flieg an einer Runde. Ich will niemand zuerst testen. Gut. Ich bin voll ins Stofflein. Sie sind jeden Tag irgendetwas am Basteln. Neben der Pro-Brille, die wir jetzt neu haben, haben wir auch das Trimrad, das geht. Das ist dort, wo der Christoph jetzt gerade dreht. Dort man den Flüger so stabilisieren, dass er wie automatisch fliegt. Und dort ganz rechts, das, was er jetzt gerade sucht, das sind Flaps. Ja, höher. Das sind die Klappen hinten an den Flügeln, die man aufstellt zum Landen und auch zum Starten braucht man die. Und letzte Woche war auch noch ein mit so VR-Händchen da, dass man dann wirklich Finger tracken kann, also dass man dann auch im Simulator sieht, wo man herlangt. Also das wird jeden Tag noch ein bisschen besser. Die VR-Frisur? Ich muss eine Platzrunde fliegen. Das heisst eigentlich einfach so ein Rechteck. In Wirklichkeit ist es eben nicht wirklich so ein Rechteck, sondern es ist ein bisschen komplizierter wegen der lokalen Begebenheiten. Zum Beispiel hier bei meiner Platzrunde ist gerade nach dem Start, also wir gehen hier Vollgas und starten, gerade als erstes mal eine Linkskurve, weil da kommt ein Bauernhof, wo wir nicht überfliegen dürfen. Und dann, sobald wir auf 2000 Fuß sind, drehen wir nochmal voll links ein, gehen hier über, bis wir auf 2300 Fuß gestiegen sind. Dann kommt mein Level-Off, das heisst in Horizontalflug wechseln vom Steigflug. Fliegen wir hier runter bis zum Punkt, wo der Hangar kommt. Das ist der Zeitpunkt, wo ich euch dann einmal freundlich winke. Dann fliegen wir hier noch den Downwind fertig. Dann hier im Spitz, wo die Straße kommt, die dürfen wir übrigens auch nicht überfliegen, nehmen wir die Touren voll zurück auf 1300 Umdrehungen. Wir sinken wie verrückt dann. Das ist auch gut, weil der Anflug ist recht kurz. Flaps auf 30 stellen, voll anwinkeln, dann bremsen wir recht ab, aber haben Balloonen, haben Auftrieb. Mit 75 Knoten fliegen wir dann die Base fertig. Im Final darf ich nur noch 70 haben und im Gate, nur wenige Meter später, nur noch 65. Und dann ist wirklich so der entscheidende Punkt, wo man ganz langsam muss ausflären und landen. Und dann ist das eigentlich auch schon gewesen. Und das alles passiert in 3 Minuten und natürlich nicht auf einer Piste, die gut geteert ist, sondern einfach so ein bisschen Hobby-Pilot-Flughafen, sage ich jetzt mal, eine Graspiste, damit es extra schwierig ist für mich. Gut, das muss man alles wissen, wenn man fliegen will. So, 55 Knoten. Gott sei Dank, die Landebahn ist nämlich nicht sehr lang. Wir heben ab. Als erstes eine Linkskurve um den Bauernhof. Nicht. Vielleicht sieht man es gerade mit dem Gesicht an, etwas läuft gewaltig schief. Hey, wieso? Aber ich bin so langsam. Hilfe, Christoph! Oh mein Gott, ich bin schon am Abstürzen. Was ist passiert? Zum Glück nicht Oh mein mein Fehler, Gott. das waren technische Probleme, aber die Jungs werden das schon richten. Ich konnte überhaupt keine Geschwindigkeit aufbauen beim Starten. Das heisst, der Flüger ist einfach so, anstatt dass wir davon gestiegen wären, so und dann hat er angefangen zu pfeifen. Das heisst, er hat Stallgeschwindigkeit gehabt. Das ist dann, wenn er eigentlich nur fliegen kann und sozusagen abstürzt. Das Problem ist, es ist schon wieder heiß übergekommen. Ja, immer heiß. Bei euch im Simulator schwitze ich wie sonst nirgends. Was ist der Vorteil auf so einem Simulator? Es gibt eigentlich
recht viele Vorteile. Also ich konnte sehr effizient lernen. Das heisst, zum Beispiel so ein Anflug hat mir der Christoph einfach mit einem Klick zurücksetzen und dann konnte ich Anflüge trainieren, einen nach dem anderen. Und was ich eben auch finde, ist, man ist viel mutiger in so einem Simulator. Also ich weiß nicht, ob ich in echt den Mut hatte, um einfach mal so eine Landung auszuprobieren. Und im Simulator weiss man ja, es kann nichts passieren. Außerdem ist das Ding sehr klein und kompakt. Das heisst, man kann es eigentlich einfach irgendwo aufladen und mitnehmen und woanders üben. Wir haben hier letzte Woche trainiert bei Sturmböen draussen von ich weiss nicht wie viel Kilometer pro Stunde. Und da war einfach windstill und wir konnten üben, als wäre nichts. Theorie üben, das kann einem leider auch ein Simulator nicht ersparen. Das haben wir ja gesehen in meinem Ordner, auch wenn ich dort einige Kapitel einfach so geskippt habe. Viel von dieser Theorie, die ich gelernt habe, ist einfach für Kommunikation zwischen mir und dem Christoph, weil wir wollen immer vom Gleichen reden. Zum Beispiel die erste Kurve geht links in Crosswind, dann parallel zur Strecke zurück, das nennt man Downwind, dann treibt man ein in Base. Und die letzte Kurve ist dann das Final, also quasi die entscheidende, wichtige Kurve, die bei uns so ganz kurz ist. Das sind so Sachen, so reden wir jetzt halt miteinander. Gewisse Sachen haben wir weggelassen, da ist der Christoph so nett und hat sie mir einfach erspart. Zum Beispiel so auswendig Lernsachen, also Checklisten. Piloten müssen sehr viele Sachen abhaken, einfach zu ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von allen anderen im und ums Flugzeug. Das haben wir alles nicht gemacht. So der grösste Teil, den wir weggelassen haben, ist wahrscheinlich Wind und Wetter. Also das haben wir einfach ein bisschen ignoriert. Wir steigen nur, wenn es schön ist in die Luft. Das machen die Hobbypiloten scheinbar so, habe ich mir sagen. Und das erleichtert meine Aufgabe recht, weil je nach Seitenwind muss man dann da Sinus, Cosinus, Winkel berechnen und je nachdem nachwirken. Und auch das haben wir uns so ein bisschen erspart. Also wir fliegen mit eigentlich wenig Wind und einfachen Bedingungen. Das ist so ein bisschen die Rahmenbedingung von unserem Projekt. Okay, probieren wir es nochmal. Wir heben ab, 55 Knoten, 65 halten, eindrehen. Wir bleiben bei 65 Knoten. Oh, jetzt geht es viel besser. Wunderbar. Einrollen, nicht über den Bauernhof fliegen. Ausrollen. Hangar ist wieder hier links von mir. Downwind habe ich schön verwitscht. Oh, aber steigen tun wir noch ein viel. So. Schon wieder Zeit. Gas zurück. 1503 Flaps. Final Anflug. Da vorne ist die Piste. Das ist eine schöne Centerline. Oder? Also, dann nehmen wir das Gas langsam zurück. Wir sind nämlich eher schnell. 65. Da, Nase rauf. 65 halten, Centerline haben wir wunderbar. Das ist mein Gate. Ah, so schön bin ich noch nie gelandet. Gut sind ihr heute dabei. Ja, so machen wir es dann am Freitag. Also aus meiner Sicht kommen wir so direkt auf den Flüger und ich bin gespannt, wie jetzt das umsetzen können. Christoph hat mir gesagt, er hat mir alles beigebracht, was er mir beibringen wollte. Somit bin ich bereit für den Flüger und wie ich mich schlage im Flugzeug. Das sehen wir nächste Woche. Jetzt geht's ernst. Hotel Bravo Charlie Yankee Papa, crossing runway 30.